Hallo, ich bin Ulrike und ich möchte euch heute mein funkelndes Zuhause vorstellen. Hier in dem 150 Jahre alten Fachwerkhaus. Kommt bitte mit rein. Immer wo was glitzert, zieht es mich hin. Und da habe ich dann irgendwann meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich bin Goldschmiedin geworden und arbeite unheimlich gerne an Schmuck mit Edelsteinen. Dieses Facettenglas, also was fasziniert mich total, wie solche geschliffenen Gläser eben dann diesen Strahleffekt erzeugen. Der Spiegel, der ist von dem Flohmarkt in Veere in Holland. Der hat nur 10 € gekostet und das ist wirklich ein handgedengeltes Messing. Diese Lampen, das sind 60er-Jahre-Lampen, das ist wie so gefrorenes Glas, halt wie so eine Wasseroberfläche und das hat mir total gefallen. Ich habe ein kleines Zusatzgimmick als Idee eingebaut. Hinter dem Sessel verbirgt sich sozusagen eine Eingangstür für meinen Kater, damit er auf seine Katzentoilette kommt, wie so eine Tom und Jerry Tür, das fand ich halt witzig. Ich möchte euch hier wirklich eins meiner absoluten Lieblingsdetails in diesem Hause zeigen. Diese Lampe, die ist eben komplett mit echt geschliffenen Glaskristallen besetzt und diese Kuppeln sind aus dem Metall. Die ist aus den 60er Jahren und ich liebe diese Gestaltung. Einen fast noch schöneren Effekt hat es, wenn die aus ist und dann Sonnenlicht reintrifft, hier durch das Dachfenster. Und dann bilden sich überall auf den ganzen Wänden kleine Regenbögen. Und Licht ist jetzt eigentlich ein schönes Thema, dass ich ja eigentlich als Hobby Regenbogensammlerin bin. Und wann immer ich einen sehe oder merke, so die Lichtstimmung ist so, dann schaue ich schon, in welcher Richtung könnte er sein. Auch wenn ich im Auto bin, dann halte ich an und ja, mache dann ein Foto. Der Nachbar meiner Mutter hat irgendwann geklingelt und gesagt, ob ich nicht diesen Sekretär haben wollte. Ja, wie der so bei mir stand und Freunde kommen und sagen, ja, das ist ja eigentlich ein Sekretär, da gehört ein Spiegel drauf. Ich sage, wie ein Spiegel? Ich liebe Spiegel, habt ihr einen? Und tatsächlich hatten die diesen Spiegel gerettet vom Sperrmüll und die Bohrlöcher passen exakt übereinander. Also das war ein Glücksgriff. Das kam zusammen, was zusammengehören sollte scheinbar. Dann kommt bitte noch mal mit in das Ankleidezimmer. Das hier ist ein Traum, den ich mir in Wien bei einem Modedesigner erfüllen konnte. Der hat halt diese wunderschöne Corsage handbestickt mit kleinen Glaskristallen. Beim Tanzen bewegen sich halt diese ganzen Troddeln mit den kleinen Glasperlen und machen ganz tollen Lichtschimmer. Dass wir das jetzt hier so offen und so hell haben, das war vorher nicht so. Das habe ich so ausbauen lassen. Und zwar war hier vorher, das kann man sich vorstellen, an der Türschwelle war die Dachbodenebene. Die ging hier so entlang. Das war alles dunkel, es war sehr gedrungen. Also war die Entscheidung naheliegend, ich reiße es raus. Und dadurch entstand jetzt hier dieser schöne offene Lichtraum. Der wirkt jetzt ganz anders als diese dunkle Decke vorher darüber. Ja. Hier kann man jetzt sagen, eine Besonderheit, diese schöne Holzfarbe, das war nämlich vorher die Stufen so dunkelrot, Ochsenblutlack war da drauf und der wurde dann abgeschliffen und es zeigte sich diese wunderschön erhaltene Buchentreppe. Hier war damals die Decke dieses Raumes. Ihr seht, ich bin nicht so groß, aber das hätte knapp nur gereicht.
Ich hatte die Decke erst nur öffnen lassen, weil ich dachte, okay, zwischen den Balken ist ja ein bisschen Platz, dann wirkt es luftiger. Die waren aber so furchtbar knorrig und nicht mehr schön. Und dazwischen war auch Mäusekot. Da habe ich gesagt, nein, die müssen raus. Es wurde also einmal wirklich hier vom Grund bis zum Dach alles geöffnet und später diese Balkenlage und die Bodenlage eben neu eingezogen. Obwohl ich auch gerne in Städten bin, da auch Inspirationen finde, ist mir das zum Leben oder zum Entspannen oft zu trubelig. Hier gab es halt ein Grundstück mit dem Haus drauf und der Scheune, wo ich gesagt habe, das hat so viel Potenzial, da möchte ich gerne leben. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Ich lebe jetzt hier seit 6 Jahren und muss sagen, es hat sehr viel Lebensqualität. Ich glaube, da ist tatsächlich ein Regenbogen. Ich muss mal schnell raus. Ja, haben wir echt mega Glück, dass das Licht jetzt passt mit der Sonne und dem Sprühregen, der jetzt angefangen hat und dass der jetzt so klar zu sehen ist. Ich freue mich total. Das ist was ganz Besonderes jedes Mal. Das ist so mein Lieblingsfarbraum. Ich habe also hier diesen creme-sandfarbenen Fliesenboden, den hellen Teppich, das helle Sofa und die helle weiße bis so ivoryfarbene Wand. Und so konnte ich eben jetzt mit diesen Farbtupfern arbeiten. Das zieht sich so ein bisschen durch. Meine Lieblingsfarbe, dieses Türkisgrün. Diesen Spiegel, der bildet hier im Raum jetzt quasi wie so ein drittes Fenster. Der bringt hier von 2 Seiten, fällt ja hier Licht hin, dass das hier einfach die Wand erleuchtet in der Mitte vom Raum. Wie ich in der Stadt gewohnt habe, habe ich mich nie so richtig angekommen gefühlt, weil mir dann immer ein Ort fehlte, wo man auch werkeln kann. Und das habe ich hier gefunden. Ich habe genug Platz für meine kleinen glitzernden Details im Haus und freue mich, dass ich jetzt hier richtig angekommen bin in dem kleinen Dorf. Das war die Roomtour durch mein glitzerndes Haus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt doch mal hier oder abonniert den Kanal. Tschüss!